Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Warum klingt bei dem einen Blockflötenspieler ein Stück schöner als beim anderen, obwohl er die gleichen Noten spielt, dasselbe Tempo, den ähnlichen Klang hat? Das zeige ich euch heute und natürlich auch, wie ihr deshalb viel schöner spielen könnt. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu hinzugekommen seid auf Veras Blockflötenkanal. Heute sprechen wir über freieres Spiel, schöneres Spiel durch ein bestimmtes Timing beim Blockflötespielen. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Aber wir wollen mal rausfinden, wieso bei dem einen Spieler das Stück schöner klingt als beim anderen, obwohl beide dieselben Noten spielen, dasselbe Tempo und so weiter. Das hängt natürlich mit vielen Faktoren zusammen. Wie ist der Klang? Was für eine Blockflöte ist es? Wie ist die Artikulation? Wie ist die Fingerbewegung? Ist das alles gut? Aber mal vorausgesetzt, das wäre alles genau gleich, dann kann es doch total unterschiedlich klingen und das hat mit dem Timing zu tun. Übrigens, bevor es richtig losgeht, bitte abonniert meinen Kanal und unterstützt dadurch meine Arbeit, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank. So, jetzt schauen wir mal, was Wikipedia schreibt über Timing in der Musik. Da heißt es, mit Timing bezeichnet man in der musikalischen Praxis die Fähigkeit eines Musikers, den Takt zu halten, im Rhythmus zu spielen, die Töne des Musikstücks jeweils genau zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Zeitwert zu spielen. Soweit erstmal, es geht noch weiter. Das heißt ja erstmal nur, ich muss die richtigen Töne spielen im Rhythmus, wie er da steht und ja, keinen falschen Rhythmus, also nirgends zu schnell oder zu langsam. Soweit ist eigentlich schon mal jedem klar. Was ist jetzt aber das Timing an sich? Hier geht es dann weiter, hier steht Anwendung. Nicht nur im Jazz und verwandten Musikstilen ist neben der Phrasierung eine spezifische und individuelle Behandlung der Zeitwerte essentiell für den musikalischen Ausdruck. Also die individuelle Behandlung der Zeitwerte. Das heißt, und ich zeige euch das gleich an ein paar schönen Beispielen, wie ihr innerhalb des vorgegebenen Rhythmus trotzdem noch ein bisschen mit der Zeit spielt. Hier steht dann weiter, neben dem Erfordernis, die in der Komposition definierten Notenzeiten und Notenwerte genau zu spielen, gibt es minimale Abweichungen vom notierten oder gedachten Zeitpunkt in beide Richtungen einer gedachten linearen Zeitachse. Okay, das klingt jetzt sehr kompliziert. Also das heißt mit anderen Worten, ihr habt trotzdem noch Spielraum und Flexibilität und den solltet ihr unbedingt nutzen. Und ich zeige euch das jetzt an Beispielen. Ich habe dafür ein Adagio genommen aus einer Sonate von Paolo Benedetto Bellinzani und auf jeden Fall ein sehr schönes hochbarockes italienisches Stück und zwar die Sonate Nummer 8 aus Bellinzanis Opus 3. So, und davon ein Adagio. Ich spiele euch mal den Anfang davon vor, so ein paar Takte. So, jetzt muss ich ehrlichkeitshalber sagen, da war ein riesen Fehler drin, also nicht beim Spielen, sondern in dem, was ich euch hier gespielt und aufgeschrieben habe, denn das Stück ist an der Stelle gar nicht so, das endet an der Stelle gar nicht so, wie ich das jetzt gespielt habe. Also es ist sowieso mitten im Stück, das ist noch nicht das Ende vom Stück, aber diese Kadenz ist ja da, so ein kleiner Abschluss und die habe ich jetzt ja für euch so gespielt, wie sie hier steht. In Wirklichkeit ist da aber Folgendes komponiert.
Und ihr merkt ja bestimmt, dass das, was jetzt wirklich komponiert ist, etwas unerwarteter klingt als das, was ich am Anfang gespielt habe. Das klang so normal sozusagen. Der Komponist hat hier also einen kleinen Überraschungseffekt hineinkomponiert und der soll den Zuhörer ja wirklich auch erstaunen. Eine unerwartete Wendung kommt da. Und wenn ich jetzt als Spieler des Stückes hingehe und ich spiele das einfach so hundsgewöhnlich, als wäre es die normalste Sache der Welt, dann spiele ich das so. Dann habe ich die Noten im richtigen Rhythmus gespielt, alles stimmt, ich war nirgends zu schnell oder zu langsam, aber es ist der Stelle nicht gerecht geworden, weil ich habe es so gespielt, als wäre es ganz normal. Dann kann es sogar passieren, dass es dem Zuhörer gar nicht auffällt, aber als Spieler ist es wichtig, diese Stelle herauszuheben, weil sie besonders ist. Sie ist zwar schon besonders komponiert, aber ich kann das noch unterstützen mit meinem Timing. Und ich lasse euch erstmal hören, wie ich das dann gespielt hätte. Und da habt ihr jetzt hoffentlich hören können, dass ich mich sehr ausbreite und die Töne ausdehne auf den 4/16, die jetzt sozusagen die unerwarteten sind. Das heißt, ich habe das, was er geschrieben hat, noch betont, indem ich mir da viel mehr Zeit gelassen habe, diese Töne auszuspielen und habe die ganz am Ende der Figur aber wieder aufgeholt, sodass ich auf dem nächsten Schlag auf jeden Fall pünktlich da war. Und das ist das ganz Wichtige daran. Ihr könnt hier mit dem Timing spielen, das heißt, ihr dehnt manche Töne, müsst euch da dann aber automatisch woanders wieder so ein bisschen beeilen, damit das Ganze ausgeglichen wird. Natürlich, wenn ihr mit Begleitung zusammenspielt und das Stück ist eigentlich mit Basso Continuo, also vielleicht mit einem Cembalo dazu oder Klavier, dann kann der Begleiter, die Begleiterin auch ein bisschen nachgeben an manchen Stellen. Aber dann müsst ihr gemeinsam auch wieder das Ganze aufholen. Also das grundsätzliche Metrum muss unbedingt erhalten bleiben. Aber wie ihr hören konntet, hat man diesen Spielraum. Darum geht es uns ja heute, dass wir ein bisschen Agogik reinbringen, also dieses etwas freiere Spiel, wo ich die einzelnen Noten nicht ganz haargenau metronomisch bringe, die Noten zwischen den Schlägen sozusagen, also manche nicht metronomisch genau spiele und andere dann wieder schon. So, dann habe ich gleich die nächste Stelle aus dem Stück. Erst könnt ihr mal hören, wie es weitergeht. Da hätte man jetzt vielleicht gar nicht erwartet, dass da plötzlich so schnelle Noten mit ins Spiel kommen. Also schnell wirken sie ja nicht. Sie sind einfach eine schöne Verzierung, eigentlich eine ausgeschriebene Verzierung. Da hätte jetzt eigentlich auch stehen können: Aber Bellinzani hat es ja wunderschön komponiert und es steht eben dieses da. Und auch hier möchte ich das wieder unterstützen als Spieler, indem ich mit dem Timing arbeite, indem ich diese schöne Figur mit den 32. schön ausspiele und es auch genieße, dass die so in die Höhe geht. Die fängt ja in der Höhe an und geht dann ganz nach unten. Und da lasse ich mir einfach Zeit auf diesem ersten höchsten Ton und auf den 2, 3 danach und dann lasse ich das laufen. Das klingt also anders, als wenn ich die ganz streng in dem Rhythmus gespielt hätte, wie er da steht. Und ihr müsst euch das mal so denken. Ein Komponist kann das ja gar nicht so aufschreiben, dass man da bei manchen Tönen sich ein bisschen mehr Zeit lässt, was man woanders wieder aufholt. Wie sollte man das denn aufschreiben? Das wäre ja extrem kompliziert. Da müsste ich der ersten Note Doppel-, Dreifach-Pünktchen geben und der zweiten, die müsste statt einer 32. eine 64. werden und so weiter. Also das ist ja gar nicht aufzuschreiben, aber
das macht es aus, ob ihr Musik macht oder ob ihr einfach nur Noten spielt. Also diese Freiheit habt ihr und die müsst ihr unbedingt nutzen, dann wird euer Spiel viel schöner. Natürlich muss man auch wissen, wo man das macht, warum. Und ich habe euch ja gerade erklärt, an dieser Stelle ist das ja was Besonderes, dass das so nach oben ausholt und diese Tirade da so runter ist quasi. Und das Gleiche kommt jetzt danach nochmal, das kommt zweimal nacheinander in dem Stück. Beim zweiten ist das Ganze sogar einen Ton höher angesiedelt und das ist ja wie so eine Betonung nochmal, so einen Nachdruck, den der Komponist vielleicht nochmal drauflegen möchte. Das ist jetzt meine Interpretation. Ja, beim ersten Mal ist es schon schön und diese schöne Figur, die da runtergeht, und beim zweiten Mal kommt das Ganze nochmal. Wenn ich was zweimal sage, ist es nochmal wichtiger geworden. Und wenn ich es noch lauter sage oder höher, dann hört man es erst recht. Und da könnt ihr sagen, okay, dann mache ich mit dem Timing beim ersten Mal schon so ein bisschen, wie wir das eben besprochen haben. Und beim zweiten Mal mache ich es noch mehr, weil das ja noch besonderer ist. Also ihr seht, hier könnt ihr auch wieder mit freierem Spiel, mit Agogik, könnt ihr hier einiges an Ausdruck reinbringen. Ihr seid aber trotzdem wieder brav bei der nächsten Zählzeit rechtzeitig. Und gerade an diesen Stellen, die ich euch jetzt vorgespielt habe, also diese letzte Stelle, die zweimal kommt, da hat immer dann, wenn ihr diese hohe Stelle anfangt, hat der Bass eine Pause. Eure Begleitung hat da Pause. Das heißt, der oder die muss warten, bis ihr da oben loslegt und um die Kurve kommt und dann spielt die Begleitung erst weiter, wenn es eine gute Begleitung ist. Die muss natürlich auch flexibel sein und mit dem Timing mitmachen. Dann geht das Stück noch mal schön weiter. Ja, und das kann ich jetzt auch erstmal so ganz brav metronomisch spielen. Würde ich euch auch unbedingt empfehlen, also wenn ihr ein Stück gestalten wollt und ihr wollt so mit dem Timing arbeiten, mit dieser Freiheit, mit dieser Agogik, müsst ihr erst immer ganz brav metronomisch den Rhythmus erstmal rauskriegen, falls euch der nicht sowieso geläufig ist und völlig klar, damit ihr erstmal sortiert kriegt, wo muss ich denn streng genommen eigentlich spielen. Nur von da aus könnt ihr Freiheit dann euch erlauben. Und das ist ja schon mal auch wieder eine sehr schöne Figur, das mit den 32. Da könnt ihr auch was Langweiligeres stehen, einfach in Sechzehnteln weiter oder so. Das heißt, ich versuche die erste schon so ein bisschen da zu spielen und nicht da. Damit man schon hört, oh, das ist eigentlich auch wieder so, eigentlich ist das wieder eine ausgeschriebene Verzierung hier von Bellinzani. Dann geht diese Figur, die kommt ja viermal, das geht dann immer höher. Ne? Das geht immer höher, das heißt, ich kann jetzt, was ich nicht machen sollte, ist die immer lauter spielen, je höher ich komme, weil das dürfen wir bei der Blockflöte nicht einfach tun, dann klingt alles verstimmt, dann geht der Ton nämlich auch hoch, der Stimmton. Ja? Also was kann ich machen? Ich kann wieder mit dem Timing arbeiten, ich kann mich verbreitern. Je höher ich komme mit diesen Figuren, desto mehr breite ich mich immer auf den ersten beiden bis zur dritten Note aus. Ich sage jetzt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, diese Stelle so zu spielen und auch die anderen Stellen. Das ist ja das Tolle, dass das jeder nach seiner Fasson machen kann und das macht ja den Unterschied aus und das ist ja gerade das Spannende. Auf jeden Fall ist es immer gut, wenn man etwas versucht zu tun mit freiem Spiel und mit dem Timing. Das macht das Ganze lebendig. Ja, ich hoffe, das hat euch inspiriert, mal mit dem Timing rumzuspielen. Buchstäblich.
Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Dann freue ich mich sehr und das hilft mir auch, dass meine Videos von noch mehr Leuten angeguckt werden. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr Videos zum Thema Timing haben möchtet. Da kann man zum Beispiel dran denken an Verzierungen, wie man die timet, also Verzierungen wie fest vorgegebene Verzierungen, Praller und sowas. Oder man kann auch dran denken, wie man zum Beispiel Tänze spielt, wie Gavotte, Bourrée, Menuett. Da ist das Timing auch extrem wichtig, auf noch eine ganz andere Art, als wir das jetzt hier gesehen haben. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so findet. Ich freue mich und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!